Hallo Freunde, da sind wir wieder zurück, weil das geht, so wie jeden Tag. Wir befinden uns im Unterreich. Hier letztens eine Truhe gefunden, die man wohl nicht einfach so aufmachen sollte. Könnte. Haben aber durch unseren Vampir in der Gruppe relativ gute Chancen dafür. Also ich habe übrigens noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Auf der Suche nach dem Nachtlied. Da liegt es. Da ist, wenn wir das mal durchlesen. Sieht nach nichts Interessantes aus. Für mich zumindest. Hebel. Einfach immer erstmal Hebel drücken. Oh shit. So, der ist hin. Also hier unten gibt es anscheinend... Oh mein Gott. Nee, hier bin wir voll angegriffen. Erstmal weg. Vorübergehender taktischer Rückzug. Das müssten wir deaktivieren. Nur wie? Alle fast tot, auch mein Zombie. Das ist schade. Eine kurze Rast haben wir nicht mehr. Wenn, dann müssen wir eine lange Rast reinhauen. Dann gehen wir da erstmal hier oben hin und gucken uns das an. Ausschaut, müssen wir dafür wirklich dieses Teil kaputt machen. Haben wir irgendwas Brennbares zum Werfen? Ja, bestimmt. Bringt mir nur anscheinend nicht viel. Ich gehe mal hier unten jetzt erst in den Raum. Gucken, was sich da so ergibt. Aber irgendein Gefühl sagt mir, ich werde bald erstmal eine lange Rast machen müssen. Weil wir haben relativ wenig Leben. Guck mal da, da ist ein Heiltrank. Das ist quasi so ein Schnellreisepunkt. Komme ich damit eigentlich auch in die andere Welt? Nee, nur das gilt nur für hier, ne? Okay. Ich glaube, es ist einfach, wenn ich einfach jedes Buch einmal lese vorher. Lesen. Dann machen wir erstmal, bevor wir irgendwohin weitergehen, eine lange Rast jetzt erstmal. Wie sieht's aber aus? Ich würde ja gern was bei ihm versuchen. Ich lasse ihn einfach mal machen, was er machen wollte. Ich speichere jetzt erstmal. Ich kann ja gleich wieder laden. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das machen lasse, dass ich dabei irgendeine Verletzung, irgendwas Schlimmeres von mir trage und dann war es das.
My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Das kennen wir ja schon. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. Dann tut Volo es. carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag, he produces an ice pick. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Was sind das für Antworten? Akack. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Bin ich jetzt tot? Aber ich bin auf ein Auge blind. There appears to be an amount of cosmetic damage. Yes, quite. But there is some mild trauma. Er ist ein ziemlicher Lügner. Can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Du willst dich jetzt davonschleichen? Ist das ein Drecksack? Nein, so spielen wir definitiv nicht weiter. Also wir wissen jetzt, was passiert, wenn er uns dann diese OP macht. Aber ich versuche nochmal mit ihm zu reden und versuche ihm zu sagen, dass wir den Schritt definitiv nicht gehen werden. Mal gucken, was dann passiert. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have. It's... You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. You only have a matter of days to live. Don't. Nein, sie werden nicht unser Auge dafür opfern, damit er hier kaputt wühlen kann. Ich würde gern Halse mit ins Team nehmen, aber wen würde ich raus? Vielleicht Beryl, weil der ist bisher, weiß ich nicht. Ja doch, den nehme ich raus. Also, er ist bisher nicht der nützlichste gewesen. Er hat sehr starke Zauber, ohne Frage. Zauber sind aber leider begrenzt. Und im Nahkampf kann er nichts. The blade of frontiers at your calling. Are you sure? The blade stands at the ready.
And just when... Dafür würde ich ihn mitnehmen, aber er sieht aus wie ein Zauberer, ne? Das könnte halt auch voll problematisch sein. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Precious little, but I'm quite certain it can still be found. Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Perhaps, but we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Wonderfully. If I'm honest, the grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here firsthand. Is that so? Well, nature does abhor waste. I will keep watch, thank you. I had a feeling time in your company would prove fruitful. You wish to speak? Ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Also muss ich Barry mitnehmen. Ne, Will heißt er. Will, weil, wie auch immer. Irgendwie so. My father once said, one does not... So it was for me. I found him in the Hatten wir field. schon I mal. don't remember much of the battle. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying. Angry at the frontiers demanded a blade. And so I heeded. That's the spirit. Fate spin. Dost thou require a new ally? Or mayhaps that is where I was housed, yes. And thou needst not know why. Very well. Impossible. Thy party is full. Schade, das wäre natürlich schön gewesen. As thou desire. Ich hätte gehofft, dass das wie bei den Zombies ist. So, gut, dann können wir nicht mehr reden, dann können wir jetzt die lange Rast erstmal machen.
Keiner mehr reden. Habe ich wieder einen Traum? Ja, hier die Frau wieder. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. It's complicated. But I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. No, I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Hat's erst da, der Hund. Jetzt haben wir einen Hundi. Ein Maskottchen. Nach mehr streicheln. Mehr streicheln ging nicht.
Komm, wir versuchen nochmal das Schattenherz zu quacken. Ja, und die uns auch noch irgendwas zu sagen. I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. After all, what I shared with you about my past, about being saved from the wolf, that is not something I would normally even dream of sharing. Okay, ja, dann können wir weiter. Schattenherz können wir anscheinend noch nicht anbändeln im Moment. What's hiding here? I wonder what the next move is. Someone there? Don't waste a step. So, wenn wir das alles jetzt da drüben haben, die ganzen Bücher. Da ist noch eins. Dann... können wir eigentlich auch gleich weiter. Sowas kann ich immer bei zeitnah verkaufen. Das ist alles echt teuer, ne? 750 ist echt viel Geld. So, dann können wir wieder zurück. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie dieses Dings hier... Oh, der Zombie ist weg. Oh, schade. Wie können wir diese Fallen-Dings denn hier bitte... Hier will nie. Dieses Teil hier, das müsst ihr doch irgendwie deaktivieren können. Also wenn das aktiv ist, wird das schwierig. Dann brauche
ich eigentlich auch gar nicht versuchen durchzugehen. Das ist der Witz daran. Weil die mich direkt beschießen. Wenn ich beschossen werde, ist das auch nicht gut. No one stopped me yet. Ja, nochmal zurückklettern. Jetzt will er hier hinkommen, so ist nicht. Ausgang. Da will ich aber gerade noch nicht hin. Da müsste ich hin. Da hinten. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie. Müsste ich irgendwie hier hinten durchgehen. Kommen, nicht gehen. Oder zum Beispiel dieses riesige Dings hier. Ganz gut. Den irgendwie umtreten könnte oder zerstören könnte mit irgendwas, ne? Oder das hier. Keine Ahnung, was ich da nutzen könnte jetzt. Ich habe auch keine Spitzhacke oder so, sonst hätte ich mir das vielleicht anders machen können, aber... Der hat jetzt gar nichts gebracht. Witzigerweise. Here goes nothing. Nothing but dirt. Vielleicht das Seil? Warte mal, hatte ich nicht Seile? Kann man Sachen irgendwie kombinieren? Guck mal, da gehen die Reaktionen. Das ist doch schön. Na gut, da suche ich gerade nicht.
Keep your distance, darling. A long way to go still. What's next, I wonder? Perfectly hidden. So. Ein bisschen zumindest. Ist noch ein Platz frei. Oh. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Gibt doch keine Möglichkeit, irgendwas zu craften oder sowas. Das kann ich im Seil machen, was ich da rumwerfen kann, aber gibt's ja nicht. Na gut, Freunde. Jetzt setze ich mich damit nochmal auseinander. Wir müssen beim Weg darüber finden, dass wir zu Karlach kommen. Bis hierhin hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und bis dahin Like und Kommi da lasst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!